Leute, als wir unser Neugeborenes nach Hause brachten, warnten uns alle vor unserem 35 Kilo schweren Schäferhund. Das ist zu gefährlich. Aber dann, um 3 Uhr nachts, weckte uns Bruno mit verzweifeltem Winseln. Was er bei unserer Tochter bemerkt hatte, rettete ihr Leben. Diese Geschichte wird euch schockieren. Als wir unser neugeborenes Baby Mia aus dem Krankenhaus nach Hause brachten, wartete dort bereits jemand auf sie. Unser 35 Kilo schwerer deutscher Schäferhund namens Bruno. Bruno war ein imposanter Hund mit dichtem schwarzbraunem Fell, aufrecht stehenden Ohren und einem durchdringenden Blick, der die meisten Menschen einschüchterte. Er sah aus wie ein Polizeihund und genau das machte allen Angst. Mia hingegen? Ein winziges Neugeborenes, gerade 2 Wochen alt, eingewickelt in eine graue Decke mit einem grün gestreiften Body. Sie wog kaum 3 Kilo, ein Zehntel von Brunos Gewicht. Meine Frau Sarah hatte Panikattacken, als wir die Haustür öffneten. »Was, wenn Bruno eifersüchtig wird?«, flüsterte sie. »Was, wenn er das Baby als Eindringling sieht? Was, wenn er ihr wehtut?« Die Reaktionen unserer Umgebung machten alles noch schlimmer. Sarahs Mutter kam zur Tür und rief entsetzt: »Ihr könnt das Baby doch nicht in ein Haus mit einem Schäferhund bringen. Das ist viel zu gefährlich.« Mein Bruder, der selbst Hunde hatte, warnte uns: »Schäferhunde können sehr territorial sein. Ein neues Baby verändert die Hierarchie. Passt bloß auf.« Die Hebamme bei ihrem ersten Hausbesuch sah Bruno und sagte direkt: »Ich empfehle dringend, den Hund in den ersten Wochen von dem Baby fernzuhalten. Hunde können auf Neugeborene unberechenbar reagieren.« Überall hörten wir Warnungen. Überall sahen wir besorgte Blicke. Die Angst war allgegenwärtig, in unseren Köpfen und in den Augen aller anderen. Hatten wir einen schrecklichen Fehler gemacht, Bruno zu behalten? Aber dann kam der Moment, der alles verändern sollte. Es war der erste Abend zu Hause. Mia lag in ihrer Wiege im Wohnzimmer, friedlich schlafend in ihrer grauen Kuscheldecke. Bruno saß am anderen Ende des Raumes und beobachtete alles mit wachsamen Augen. Sarah und ich waren angespannt. Wir beobachteten jeden seiner Bewegungen. Plötzlich stand Bruno auf. Langsam, fast lautlos, bewegte er sich zur Wiege zu. Mein Herz raste. Sarah griff nach meinem Arm. Aber was dann passierte, ließ uns erstarren. Bruno erreichte die Wiege und senkte vorsichtig seinen großen Kopf. Er schnüffelte sanft an Mias winzigen Händchen. Dann tat er etwas, das uns Tränen in die Augen trieb. Er legte sich direkt neben die Wiege auf den Boden, sein Kopf auf den Pfoten und seufzte tief, als würde er sagen: »Ich bin jetzt hier, ich passe auf Sie auf.« Von diesem Moment an wich Bruno nicht mehr von Mias Seite. Wenn Mia in ihrer Wiege lag, lag Bruno daneben. Wenn wir sie stillten, saß Bruno vor uns. Wenn sie schlief, schlief Bruno neben ihr. Er wurde ihr selbsternannter Wächter, ihr Beschützer, ihr großer Bruder. Was uns am meisten erstaunte: Brunos Verhältnis zu Mia veränderte sich komplett. Eben war er energisch und bellte bei jedem Geräusch. Aber bei Mia? Er wurde still, sanft, fast andächtig. Er bewegte sich in Zeitlupe um sie herum, als wüsste er genau, wie zerbrechlich sie war. Sarah beobachtete die beiden eines Morgens. Bruno, der seinen großen Kopf sanft neben Mias schlafendes Gesicht gelegt hatte, und flüsterte mit Tränen in den Augen: Er liebt sie vom ersten Moment an. Ich sehe, dass du noch nicht abonniert hast. Das macht mich traurig. Aber Brunos Beschützerinstinkte sollten sich bald auf eine lebensrettende Weise zeigen. Es geschah mitten in der Nacht. Mia war 3 Wochen alt. Bruno begann plötzlich zu winseln. Nicht sein übliches Winseln, sondern ein dringendes, fast verzweifeltes Geräusch. Er kratzte an unserer Schlafzimmertür und bellte leise, aber bestimmt. Ich schaute auf die Uhr. 3:12 Uhr. »Was hat er?«, murmelte Sarah verschlafen. Ich stand auf und öffnete die Tür. Bruno rannte sofort zu Mias Wiege im Nebenzimmer. Er stand davor und schaute abwechselnd auf Mia und auf mich, seine Augen voller Sorge, sein Körper angespannt. Ich ging zur Wiege und schaute auf Mia. Zuerst schien alles normal, sie schlief friedlich. Aber dann bemerkte ich es. Ihre Atmung war anders, flach und unregelmäßig. Ihr kleines Gesicht hatte eine bläuliche Färbung. Mein Blut gefror.
Sarah, komm sofort, schrie ich. Sarah kam angerannt. Als sie Mia sah, schrie sie auf. Wir riefen sofort den Notarzt. Die Sanitäter waren innerhalb von Minuten da. Nach Untersuchungen kam die erschreckende Diagnose. Mia hatte aufgehört, richtig zu atmen. Ihre Sauerstoffsättigung war gefährlich niedrig gewesen. Ohne sofortige Hilfe hätte es zum plötzlichen Kindstod kommen können. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, sagte der Notarzt ernst. Wenige Minuten später hätte es fatal enden können. Wie haben Sie es bemerkt? Ich schaute auf Bruno, der immer noch neben der leeren Wiege saß und wartete. »Unser Hund«, flüsterte ich. »Unser Schäferhund hat uns geweckt.« Der Notarzt nickte beeindruckt. Hunde können Veränderungen in der Atmung und im Körpergeruch wahrnehmen. Ihr Hund hat Ihrer Tochter das Leben gerettet. Ich sehe, dass du noch nicht abonniert hast. Das macht mich traurig. Nach jener Nacht veränderte sich alles. Die Menschen, die uns vorher warnten, sahen Bruno mit völlig anderen Augen. Sarahs Mutter, die uns vor Bruno gewarnt hatte, kam am nächsten Tag. Als sie die Geschichte hörte, brach sie in Tränen aus. »Ich hatte so Unrecht«, schluchzte sie. »Bruno ist kein gefährlicher Hund. Er ist ein Engel. Er hat meiner Enkelin das Leben gerettet.« Mein Bruder rief an, nachdem er davon gehört hatte. »Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Bruno ist ein Held.« Die Hebamme, die uns geraten hatte, Bruno fernzuhalten, besuchte uns erneut. »In all meinen Jahren habe ich so etwas noch nie erlebt«, sagte sie. »Dieser Hund hat einen 6. Sinn für das Baby. Halten Sie ihn in Ihrer Nähe. Er ist der beste Babysitter, den Sie haben können.« Die Geschichte verbreitete sich in unserer Stadt. Die lokale Zeitung schrieb einen Artikel. »Schäferhund rettet Neugeborenes vor dem Kindstod. Bruno wurde über Nacht zum Helden unserer Nachbarschaft.« Heute ist Mia 6 Monate alt, ein gesundes, fröhliches Baby. Und Bruno? Er ist immer noch ihr Schatten, ihr Wächter, ihr bester Freund. Er schläft jede Nacht neben ihrem Bettchen, wacht bei jedem Geräusch auf, kontrolliert jede Bewegung. Er ist ihr selbsternannter Schutzengel. Letzte Woche griff Mia zum ersten Mal bewusst nach Brunos Fell. Sie lächelte und quietschte vor Freude. Bruno leckte sanft ihre Hand und legte seinen Kopf neben sie, genau wie in jener ersten Nacht. Was wir gelernt haben: Ein Hund wird nicht durch seine Rasse definiert, sondern durch sein Herz. Bruno wiegt 35 Kilo und sieht aus wie ein Polizeihund. Aber sein Herz, das gehört vollständig Mia. Und für Mia wird Bruno für immer ihr Schutzengel sein, der Hund, der ihr das Leben gerettet hat. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, teile sie bitte.